Das Schreiben mit Füllhalter hat eine lange Tradition. Früher noch mit Gänsekiel, heute mit Federn aus Metall. Nippmeister Philipp Landsiedel sorgt heute bei den Federn für den letzten Schliff. Mit viel Fingerspitzengefühl und Schleifgerät bringt er jede Feder in Form. Seine Werkstatt betreibt der Hamburger seit 2022. Die Füller zum Bearbeiten bekommt er aus aller Welt. Die Kunden wünschen meist einen neuen Schliff oder haben Probleme beim Schreiben mit ihren Federhaltern. Viele kennen den Füller noch aus der Schulzeit. Damals wie heute schrieb man mit einem runden Korn an der Spitze, einer sogenannten Standardfeder. Philipp Landsiedel ist als Nippmeister in der Lage, fast jeden Kundenwunsch zu erfüllen und haucht oft auch Problemfüllern wieder Leben ein. So kann er zum Beispiel auch den Tintenfluss verbessern oder der Feder mehr Flexibilität verleihen. Also für den Start schaue ich mir jetzt erstmal die Feder genau an, schaue mir an, wo das Problem liegt und dafür nehme ich das Ganze erstmal unter die Lupe. Dieser Füller kam mit Schreibschwierigkeiten und ungleichmäßigen Federschenkeln zu Philipp Landsiedel in die Werkstatt. Genau. Zur Rettung der Feder wünschte sich der Kunde hier einen Italic-Schliff. Da die Goldfeder sehr zerkratzt war, sollte diese auch wieder aufpoliert werden. Man sieht schon ein paar Probleme. Genau. Du hast dir jetzt einen Italic-Schliff gewünscht. Das heißt, da werden wir um die Feder beim Schleifen zu schützen, werde ich jetzt einmal den Goldbereich abkleben, sodass nur noch das Federkorn überbleibt, was ich dann am Ende schleifen werde. Dafür habe ich die Feder einmal mit Benzin abgetüpfelt, damit das Ganze eben auch besser klebt. So, jetzt ist der Goldbereich geschützt und jetzt kann ich gleich losschleifen. Jetzt schaue ich mir erstmal das Federkorn an, schaue mir an, wie ich das Ganze schleifen möchte. Genau. Manchmal ist auch die Federstellung, also die Federkörner sind noch nicht ganz parallel. Das müsste man zuerst machen. Das heißt, wenn die Federschenkel nicht ganz ausgerichtet sind, wäre das das Erste, was ich machen würde.
Aber hier sieht das ganz gut aus. Ganz vorsichtig wird jetzt das Material vom Federkorn abgetragen. Inzwischen stehen auch Architekt-, Italic- oder Zoom-Federn bei Liebhabern hoch im Kurs. Bei solchen Federn lässt sich das Schriftbild ganz leicht variieren. Alle verbindet ein individuelles Schreiberlebnis. Wer einmal einen Füller mit solch einer Feder geschrieben hat, ist begeistert. Es sieht ein wenig nach Zahntechnik aus und es hört sich auch so an. Die Schleifgeräte kommen tatsächlich von dort. Bei dieser filigranen Arbeit ist ein exakter Lauf der Geräte unerlässlich. Eigentlich würde ich den Stein jetzt ein bisschen im Wasser legen, damit er sich voll saugt. Das sollte passen. Ein Federschliff für einen Kunden ist eben Maßarbeit und Handwerkskunst. Perfekt. Das Gröbste ist jetzt an der Stelle schon erledigt. Und jetzt gehe ich eben ein bisschen in die feineren Aufsätze und versuche das Ganze entsprechend zu verfeinern, damit es am Ende möglichst wenig Feedback hat beim Schreiben. Die größte Herausforderung ist es dabei, die Feder so anzupassen, wie der Kunde es wünscht. Mit seinen Schleifgeräten komponiert er seine eigene Musik. Ein Beruf, der viel Feingefühl und ein gutes Auge verlangt.
Ups. So. Jetzt nehme ich die Folie weg. Beim letzten Schritt des Polierens möchte ich nämlich, dass die Innenkanten der Feder auch leicht abgerundet werden. Und dafür nehme ich das Ganze jetzt hier ab. So. So, dann sind wir schon fast da. Jetzt spreizt sich die Federschenkel einen kleinen Tick auseinander, weil die zu eng beisammen waren. Genau. Jetzt teste ich erstmal trocken. Bei dem Schritt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, was ich hier mache, ist, ich poliere nochmal die Innenkanten leicht nach. Problem ist hier, wenn man das zu doll macht, dann bekommt man die bekannten Baby-Spatten. Das heißt, es gibt dann Hartstarts und das wollen wir nicht. So, das sieht soweit gut aus. Bevor ich jetzt Tinte einfülle, poliere ich einmal die Feder, weil die leicht zerkratzt ist.
Und das ist das Ergebnis danach. Genau. So, und jetzt teste ich natürlich einmal die Schreibeigenschaften. Das heißt, man sieht hier immer noch, Tintenfluss ist bei gar keinem Druck sehr gering, bei ein bisschen mehr Druck ist er da. Du schreibst tendenziell eher mit mehr Druck, richtig? Ja. Ich würde den Tintenfluss jetzt wirklich mal ein bisschen erhöhen. Wir können das nachher noch wieder zurück machen sonst. Genau, jetzt kommt ohne Druck auch was raus. So, und jetzt müsstest du mal testen. Jeder Mensch hat seine eigene Handhaltung und Handschrift. Jede Feder von Philipp ist ein Unikat. Nee, ist gut. Ja? Ja. Schreibt sich sehr gut. Tintenfluss ist auch in Ordnung. Ja? Ja. Also nicht zu viel. Die ist genau richtig. Okay, perfekt. Wunderbar. Alles klar. Mit dem Schriftbild bist du auch zufrieden? Ja. Alles klar, gut. Also ich könnte ihn noch scharfkantiger machen, aber wenn du sagst, das ist okay so, dann passt das. Alles klar. So. Jetzt schauen wir uns das zweite Sorgenkind mal an. Genau, also hier haben wir das zweite Sorgenkind. Da ist das Problem, das hört man auch gleich direkt, hoffentlich. In eine Seite kratzt er und in die andere Seite nicht. Also wenn man diese Bewegung macht horizontal, dann kratzt er eben. Man sieht jetzt schon ein kleines Problem hier, und zwar der Zuführer sitzt dicht mittig zur Feder. Das kann einmal daran liegen, und was ich jetzt eben schon unter der Lupe gesehen habe, ist, dass der eine Federschenkel höher sitzt als der andere. Und dadurch ist die Kante des einen Federschenkels eben sehr präsent und kratzt übers Papier. Das heißt, das erste, was wir machen, ist, wir richten die Feder einmal, dass der Zuführer wieder mittig sitzt. Und das könnte es schon gewesen sein. Das war es schon.
Also die Feder selber brauche ich gar nicht richten. Das Problem ist, wenn die Feder sich verdreht, dann drückt der Zuführer nur auf eine Seite der Feder und die andere Feder kommt leicht nach oben und dadurch ist eben der Federschenkel nicht mehr ausgerichtet oder die Federschenkel nicht mehr ausgerichtet. Genau, was ich jetzt trotzdem nochmal machen werde, ist, ich werde ihn nochmal leicht polieren, dass er generell einfach nochmal ein bisschen smoother wird. Hier nehme ich ein ganz dünnes Blech, um eben einfach nur den direkt vom Schleifen oder die Schleifreste eben rauszunehmen aus dem Zuführer und aus dem Federschlitz. Das fühlt sich besser an. Perfekt. Das war's schon für die Feder. So, jetzt habe ich hier ein Homo sapiens, Visconti Homo sapiens Dark Age. Und hier ist das Problem, dass sich jemand an der Feder versucht hat. Das heißt, ich hoffe, wir kriegen das entsprechend eingefangen. Man sieht, dass die Feder auf jeden Fall nicht mehr rund ist vorne, sondern eher einen leichten Architektschliff hat. Und da ist das Problem, wenn man jetzt schreibt, ist sehr unangenehm. Hier geht die Feder wirklich ins Papier rein. Und das Problem ist, hier hatte jemand sich eine nagelneue Feder bestellt, also einen nagelneuen Füller. Und hat gemerkt, dass sie leicht kratzt oder nicht so ganz schreibt, wie die Person sich das vorgestellt hat. Und hat dann 12.000er Schleifpapier genommen, was an sich gar nicht erstmal schlecht ist, aber hat so lange runtergeschliffen, bis das Ganze irgendwann nicht mehr ganz so schön sich anfühlte. Zum Glück ist das Federkorn noch ausreichend da, das heißt, ich kann das Ganze einmal umschleifen. Aber anhand dieses Beispiels wollte ich einmal zeigen, was vielleicht falsch gemacht wurde. Und was ihr vielleicht anders machen könnt beim Schleifen. Das heißt, wenn ihr euer 12.000er Schleifpapier habt, das ist auch das, womit ich quasi am Ende nochmal finische. Das heißt, tendenziell ist es richtig. Hier sieht man, das ist schon relativ gut ausgeschliffen oder benutzt worden von mir. Das heißt, hier fühlt man fast gar keine Schleifpartikel mehr. Anders bei einem relativ frischen 12.000er. Das heißt, 12.000er ist an sich schon mal die korrekte Herangehensweise. Problem ist, dass hier zu viel auf einmal geschliffen wurde. Solltet ihr feststellen, dass euer Füller in eine gewisse Richtung vielleicht ein bisschen kratzt oder allgemein ein bisschen kratzt, ist es ganz wichtig, dass ihr kreisende Bewegung macht. Was derjenige gemacht hat, der diese Feder hatte, ist wahrscheinlich, dass er nur auf einer Stelle so die ganze Zeit geschliffen hat. Dadurch schafft ihr eine Fläche. Und diese Fläche hat außenrum Kanten. Und das ist hier eben genau das Problem. Das heißt, wenn ihr euch an 12.000er Schleifpapier oder auch an gröberes ranprobiert, ist es wichtig, dass ihr das Ganze in Kreisen in Bewegung macht. Entweder so oder eben auch nach oben geht. Ich mache es so, dass ich mein Schleifpapier dann nach oben bewege. Man merkt jetzt schon, hier oben hakt er extrem. Deswegen kann ich hier gar nicht mehr richtig mit dem arbeiten, dem Schleifpapier. Aber ich mache immer kreisende Bewegungen, um eben zu verhindern, dass ich eine flache Fläche schleife. Genau, also hier muss ich auf jeden Fall nochmal schleifen vorher, weil das eben zu grob flach geschliffen wurde.
Aber genau, das als kleinen Tipp, falls ihr mal mit Schleifpapier selber schleifen wollt. Genau, erster Schritt ist wieder Abkleben der Feder. Hier in diesem Fall besonders wichtig, da es sich um eine beschichtete Feder handelt. Das heißt, wenn ich hier an dem Rand schleifen würde, ohne das Ganze entsprechend vorsichtig zu machen, dann würde ich die Beschichtung abtragen und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Und ein ganz schöner Nebeneffekt ist, dass wir bei Visconti-Federn, die relativ flexibel sind, oder auch generell bei allen Federn, die etwas flexibler sind, durch das Abkleben erreichen, dass die Feder sich nicht so sehr verbiegt beim Schleifen. So passt das wunderbar. So, das heißt, jetzt aktuell ist eben ähnlich wie ein Architektschliff das Ganze flach geschliffen. Deswegen muss ich das Ganze jetzt so weit verrunden, dass das eben wieder eine F-Feder wird. Dafür fange ich wieder gröber an. Dann den. Man hört jetzt noch ein bisschen Feedback. Und das mache ich dann meistens eben auch mit dem 12.000er. Aber wie gesagt, ganz wichtig, kreisende Bewegung. Noch hier nochmal leicht die Innenkanten wunderbar.
solltet ihr eure Federn abwischen, nachdem ihr Tinte aufgezogen habt oder nachdem ihr die gesäubert habt, würde ich euch nicht empfehlen, das mit Küchenpapier zu machen, da ihr da über die Zeit eben Kratzer mit reintragt. Nehmt euch ein Taschentuch oder eben sehr feines Tuch und genauso kriegt ihr keine Kratzer da rein über die Zeit. Jetzt gehe ich nochmal sicher, dass der Federschlitz sauber ist. Jetzt sind die Federschenkel noch nicht ganz perfekt zueinander. Genau, so passt das. Ein Tipp zum Federoptimieren habt ihr schon bekommen. Jetzt bekommt ihr noch einen zweiten. Und zwar, wenn ihr euren Tintenfluss anpassen wollt. Also häufig ist der Fall, dass die Leute mehr Tintenfluss haben wollen. Dann ist es ratsam, sich ein Stück Blech zu besorgen. Solches zum Beispiel. Oder eben aus Messing. Messing ist ein bisschen nachgiebiger, da macht ihr nicht so viel kaputt mit. Die gibt es in verschiedenen Stärken. Das ist jetzt eine Zehntelstärke. Damit gehe ich ganz gerne zwischen die Federschenkel und schaue mir an, wie einfach geht das durch. Hier ist es relativ einfach. So sollte es auch sein für einen, ich sag mal, normalen Tintenfluss. Ihr habt jetzt eben die Möglichkeit, den Tintenfluss entweder zu verringern oder zu erhöhen. Verringern ist ein bisschen schwieriger. Dafür müsst ihr nämlich den einen Federschenkel über den anderen heben und das Ganze zusammendrücken. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr euch da noch nicht rantraut. Wichtig ist, wie gesagt, viele wollen den Tintenfluss häufig erhöhen. Wichtig beim Erhöhen des Tintenflusses ist, wenn ihr so ein Blech habt, dass ihr die nicht so hin und her biegt. Das Problem ist, gerade bei Goldfedern, dass das Gold relativ weich ist. Und wenn ihr das Ganze so verkeilt, dann drückt ihr oftmals euren Federpunkt auseinander. Das heißt, ihr verbiegt vorne die Spitze und das wird dann das Ganze deutlich komplizierter machen, weil dann muss die Spitze zurückgebogen werden. Das könnt ihr wahrscheinlich nicht einfach händisch machen. Das heißt, wenn ihr das Ganze mit dem Blech machen wollt, dann versucht das Blech einheitlich nach unten zu ziehen und nach oben zu drücken, aber nur relativ vorsichtig. Also ich würde mich da ganz vorsichtig rantasten, um nicht viel kaputt zu machen. Oftmals hilft es schon, dieses Blech einfach ein bisschen durchzuziehen und ein bisschen zu bewegen und dadurch wird der Tintenfluss meistens schon einen kleinen Tick besser. Wenn ihr dann euch das Ganze zutraut, könnt ihr auch ein Taschenmesser nehmen, weil hier ein schöner gleichmäßiger Winkel auf beiden Seiten rangeschliffen ist. Und dann könnt ihr das Taschenmesser, also ihr drückt die Feder leicht auf, dann seht ihr, dass der Federschlitz ein bisschen aufgeht. Dann könnt ihr das Taschenmesser einführen. Und dann könnt ihr ganz vorsichtig das Taschenmesser mit leichtem Druck runterdrücken. Dadurch wird die Feder mit einem gleichmäßigen Druck auseinandergedrückt. Und so könnt ihr dann euren Tintenfluss erhöhen. Genau, wichtig ist eben, dass das Ganze nicht zu weit auseinander ist, weil sonst kriegt ihr keine Tinte mehr raus. Und dann müsst ihr das Ganze eben so wieder verringern, indem ihr die Federschenkel übereinander klappt und leicht rüberschiebt. Aber das ist ein bisschen schwerer für den Anfang. Genau, also bleibt am besten bei den Blechen. Und wenn das nicht reicht, dann solltet ihr euch vielleicht professionelle Hilfe holen.